Lieber Fahrgast, liebe Fahrgästin, lieber Freund, aber auch lieber Feind von Taxi Berlin. Man soll bekanntlich auch seine Feinde ehren. In meiner letzten Sendung habe ich das Telefonierverbot in meinem Taxi erklärt und heute möchte ich, wie bereits angekündigt, über den Bildungsauftrag sprechen. Ich weise auf den Bildungsauftrag mittels Schilder bei mir im Taxi hin und ich kann sagen, mein Angebot stößt auf großes Interesse und ich hätte nie gedacht, dass der Bedarf an Bildung hierzulande so groß ist. Der Bildungsauftrag, der eine oder andere erinnert sich, war ursprünglich bei öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich hat da eine große Lücke hinterlassen, weswegen manch einer bereits von Vakuum spricht. Und so ein Vakuum, beispielsweise in Form eines Machtvakuums, kann rasch gefährlich werden. Wir haben das neulich in Thüringen erlebt, werden es vielleicht demnächst auf Bundesebene erleben und bald vielleicht auch weltweit. Deswegen ist es wichtig, dass jemand den Bildungsauftrag erfüllt, weil diese Lücke, dieses Vakuum gefüllt werden muss. Aus diesem Grund wurde uns Taxifahrern als Lenkern eines öffentlichen Verkehrsmittels mit Beförderungspflicht Anfang des Jahres vom Berliner Senat ganz offiziell der Bildungsauftrag übergeben. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, was zugegeben noch nicht bei jedem Taxikollegen angekommen ist. Das ist leider auch die Wahrheit. Ich erfülle den Bildungsauftrag bei mir im Taxi, aber auch in meiner Radiosendung Hier spricht Taxi Berlin auf Pi-Radio, indem ich aus einem Straßenverzeichnis vorlese. Aus dem Telefonbuch wurde schon mehrfach vorgelesen, beispielsweise durch den bekannten Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky. Marcel Reich-Ranitzky war ein großer Fan vom Telefonbuch und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es eigentlich nur eines Buches bedurft, des Telefonbuches. Marcel Reich-Ranitzky kannte aber offensichtlich das Straßenverzeichnis noch nicht. Aus dem Straßenverzeichnis wurde auch noch nie vorgelesen. Das ist meine ureigenste Erfindung. Das Straßenverzeichnis, das sei an dieser Stelle angemerkt, bildet die Grundlage der Straßen- und Wegelehre. Die Straßen- und Wegelehre ist zwar keine offiziell anerkannte Wissenschaft, im Gegensatz aber zu allen sogenannten Wissenschaften ist es eine Wissenschaft, die nicht in Glaubensbekenntnissen endet, sondern die darüber hinaus eindeutig ist und die von jeder Mann und auch von jeder Frau zu jeder Stunde und an jedem Ort überprüft werden kann. Was das Straßenverzeichnis für Berlin angeht, so gibt es da 3 Standardwerke, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Als erstes sei der Kaupertz genannt. Der Kaupertz ist auch bekannt als Altes Testament der Straßen- und Wegelehre, herausgegeben von Dr. Walter Kaupert, leider schon verstorben. Die Rechte liegen im Moment bei seinem Enkel Roman Kaupert. Roman Kaupert konnte sich bisher nicht zu einer Neuauflage durchringen. Alles, was in diesem Werk steht, ist im Moment nur digital im Internet einzusehen, was den Nachteil hat, dass es morgen schon wieder ganz anders aussehen kann. In Buchform ist es nur schwer möglich, dass ein Buch über Nacht umgeschrieben werden kann. Wir erfahren aus dem Alten Testament natürlich stehen da sämtliche Straßen drin und wir erfahren über jede Straße, wo sie beginnt, wo sie endet, in welchem Stadtbezirk sie sich befindet, welche Postleitzahl sie hat und auch welche Hausnummern und darüber hinaus welches System der Hausnummernvergabe Anwendung gefunden hat. Es gibt da in Berlin 2 Systeme, einmal rauf und runter und einmal links und rechts. Wenn es ein altes Testament gibt, muss es natürlich auch ein neues Testament geben und das ist das Lexikon Berliner Straßennamen von Sylvia Leys und Hans-Jürgen Mende. Für viele ist das Neue Testament interessanter als das Alte Testament, weil hier die Straßennamen erklärt werden und man also erfährt, wer war denn diese Person, nach der die Straße benannt wurde, in der man selber wohnt. Natürlich finden auch Straßennamen, die nach einer Ortschaft benannt wurden, hier eine Heimat und so erfährt man beispielsweise,
warum die Budapester Straße Budapest heißt, wo sich diese Stadt Budapest befindet und warum. Es gibt darüber hinaus noch die Apokryphen Berlin Autofahreratlas vom Stadtinfo Verlag, den es leider im Moment oder den es seit einiger Zeit nicht gibt und wo es deswegen auch keine Neuauflage gibt. Die Apokryphen sind auch bekannt als Schriftrollen von Qumran. Es ist das Werk, womit ich arbeite. Ich habe kein digitales Navigationsgerät an Bord. Ich benutze im Normalfall die Schriftrollen von Qumran und schaue dort im Register nach und erfahre, auf welcher Seite und in welchem Quadrat sich die Straße befindet, nach der ich suche. Dann schlage ich diese Seite auf und ihr seht, es ist ein farblich ganz toll gestaltetes Werk. Ich würde darüber hinaus behaupten, es handelt sich dabei um ein wahres Kunstwerk, wenn nicht sogar Wunderwerk, wie nur Deutsche es gestalten können, weil es darüber hinaus auch sehr genau ist. Man findet hier jede Hausnummer. Das soll es für den Moment zum Bildungsauftrag gewesen sein. Ich hoffe, meine Ausführungen stießen auf euer Interesse. In meiner nächsten Sendung werde ich dann mal eine einzelne Straße anhand der 3 Werke erklären, werde sozusagen Butter bei die Fische geben und ich würde mich sehr freuen, wenn du dann wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir weiterhin gute Gesundheit, dein Taxi Berlin.